Hallo zusammen und willkommen zu einem neuen Tutorial über den Yamaha MODX-Montage. Heute möchte ich gerne über User Arpeggios reden. Abonniert doch meinen Kanal, darüber würde ich mich sehr freuen und am besten klickt ihr auch auf die Glocke, um nichts mehr zu verpassen. User Arpeggios sind eine nützliche Sache, man kann sie auf unterschiedliche Art und Weise erstellen, man kann sie direkt im Gerät einspielen, man kann aber auch einfach ein MIDI-File einladen und das möchte ich euch heute zeigen. Vorab, was mir erst unterwegs aufgefallen ist, weil ich nicht vernünftig gelesen habe, also wer lesen kann, ist klar im Vorteil. So ein User Arpeggio kann maximal 16 unterschiedliche Notenwerte enthalten. Das heißt nicht, dass ich nicht auch mehr Noten benutzen kann, also ich kann deutlich mehr Noten nutzen, aber es müssen insgesamt in der Höhe 16 sein. Alles, was darüber ist, wird einfach abgeschnitten. Das sehen wir dann nachher, wenn ich den Fehler suche. Aber so viel schon mal vorab. Ich habe hier schon mal eine Performance für den Song Starlight vorbereitet. Da sind jetzt im Prinzip alle Sounds drin, bis auf das Arpeggio aus dem Refrain. Und genau das will ich eigentlich einfügen, geht aber nicht, wie wir nachher sehen werden. Das kann man sich aber auch basteln, erkläre ich gleich nochmal. Ich wähle jetzt für das Timbre 7 einen Initial Sound aus. Das müsste ich eigentlich gar nicht machen, wie wir gleich sehen werden. Dann schalte ich das Timbre auf Solo. Ist eigentlich totaler Quatsch, weil ich an der Stelle noch nicht vernünftig nachgedacht habe, aber den Fehler kann man halt mal machen. Dann gehen wir im Timbre auf Edit, gehen da auf das Arpeggio-Fenster und haben hier 3 Reiter, Common, Individuell und Advanced. Da kann man diverse unterschiedliche Dinge einstellen, da gehen wir später nochmal drauf ein. Im Individual-Bereich kann ich 8 unterschiedliche Arpeggios für meinen Part auswählen, den ich dann auch wechseln kann, den ich auch über die Szenen wechseln kann später, wenn ich das möchte, und kann hier über die Kategorie ein Arpeggio suchen. Jetzt habe ich natürlich noch kein User Arpeggio, da bringt mir das nicht viel und über Advanced kann ich auch noch Einstellungen vornehmen. Um jetzt das MIDI-File in das Gerät zu bekommen, drücken wir als erstes den Play-Button, kommen dann in dem Play-Rec-Bereich raus, entweder im Pattern, Audio oder im MIDI-Bereich. Wir können das Ganze tatsächlich sowohl über den MIDI-Bereich als auch über den Pattern-Bereich machen. Ich mache das jetzt einfach mal über den MIDI-Bereich. Wir sehen hier, dass da ein Song schon ausgewählt ist. Bei den beiden anderen Songs habe ich beim zweiten schon mal was gemacht mit Uptown Funk und der erste ist Testsong oder da habe ich auch was gebastelt. Ich weiß es nicht mehr, aber hier sehen wir zumindest schon mal Uptown Funk. Wie bekommen wir jetzt unser MIDI-File in das Gerät rein? Ich nehme jetzt hier den Song 3, klicke dann auf den Songnamen New Song 3 und habe dann links ein Menü, in dem ich Load oder Rename auswählen kann. Und hier kann ich jetzt auf meinen USB-Stick zugreifen. Und zwar klicke ich auf den Content-Typ und wähle dann MIDI-File aus. Das sieht man ein bisschen schlecht. Dann kann ich den USB-Stick anwählen, gehe da auf meinen Ordner Samples und suche jetzt einen weiteren Ordner Starlight, weil ich weiß, dass ich das da reingepackt habe. Und klicke jetzt auf Starlight MIDI hoch und dann wird das MIDI-File geladen. Jetzt habe ich den geladen und wenn ich jetzt Play drücke, wird er irgendwas spielen. Okay, das hört sich jetzt natürlich sehr lustig an. Ich glaube, ich weiß auch, woran das liegt. Und zwar, weil ich den Song Uptown Funk gerade angewählt habe, hat er die Performance Uptown Funk auch geladen. Prüfen wir das nochmal und stellen fest, das ist so. Das wollen wir natürlich nicht, deswegen wähle ich jetzt wieder meinen Song Starlight aus. Dann drücken wir wieder auf Play, um ins Play-Rec-Menü zu kommen. Dann nochmal Play und gucken, was dann kommt. Wir müssen natürlich auch wieder nach vorne springen mit dem Song. Das macht mehr Sinn. Und jetzt hören wir ein Piano. Warum hören wir ein Piano? Weil Timbre 1 ein Piano ist und das MIDI-File, was ich hochgeladen habe, auf Kanal 1 läuft. Kanal 1 spielt standardmäßig Timbre 1 ab und zusätzlich ist das Piano auch erst ab dem FIS 4 in der Range eingestellt, deswegen kann da auch gar nicht alles kommen. Da ich für das Arpeggio natürlich kein Piano, sondern einen Synth-Sound haben möchte, baue ich das eben schnell um. Dann drücke ich noch Solo bei dem Timbre, dass auch nichts anderes kommt und ich drücke nochmal Play. So, das läuft hier jetzt auch wunderbar durch, weil das im Endeffekt nur ein einfacher MIDI-File-Player ist. Ich könnte jetzt hier auch noch mehr Timbres anwählen und in meinem MIDI-File mehrere Kanäle abspielen lassen. Ich könnte das Ganze loopen, wenn ich wollte, von einem Startpunkt aus bis zu einem Endpunkt. Ich kann das Tempo noch anpassen, was wir gleich auch machen werden, auf 120 ungefähr oder 122 ist das Original, denke ich.
Also Loop Start und Loop Endpunkt und das Loopen im Allgemeinen hat nichts mit dem Arpeggio zu tun, was ich nachher erstelle. Also was ich da eingestellt habe, ist total egal. Das Tempo eigentlich auch, weil ich das in der Performance nachher ja nochmal neu einstellen kann. Als nächstes klicken wir dann mal wieder auf den Songnamen. Und hier habe ich jetzt noch ein weiteres Menü neben Load, nämlich New Song oder User App. Und ich klicke auf User App. Dann kann ich links einen Speicherplatz wählen. Direkt daneben kann ich eine Kategorie auswählen. Daneben die Subkategorie und ganz rechts einen Namen. Dann können wir einstellen, was wir mitnehmen. Wir nehmen jetzt hier nur Arp-Track 1. Wir könnten theoretisch auch die Tracks 1 bis 4 mit in einen Arpeggiator nehmen. Dann den Convert-Type. Den haben wir jetzt hier normal, Fix und Org-Notes. Normal heißt, dass ich immer auf der Taste, auf der ich angefangen habe, spiele und auf allen oktavierten. Fixed heißt, dass ich auf allen Tasten das gleiche Arpeggio habe. Und Org-Notes bezieht sich, wenn ich da draufklicke, kann ich eine Starttaste auswählen und wenn ich dann Tasten daneben drücke, transponiert sich der Arpeggio hoch und runter entsprechend der gewechselten Note. Unten kann ich dann noch auswählen, von welchem Takt bis zu welchem Takt ich mein Arpeggio mitnehmen möchte. Und unten rechts klicke ich dann einfach Store as User App und dann wird das Ding gespeichert. Jetzt gehe ich wieder in die Performance rein, check nochmal meinen Part 1, ob das jetzt auch der richtige Sound ist. Sieht gut aus. Grundsätzlich ist es jetzt natürlich egal, welchen ich editiere, weil ich das Arpeggio ja für jeden Sound wählen kann. Jetzt schalte ich sowohl den Arp-Part als auch den Arp-Master ein und kann hier jetzt noch diverse Dinge einstellen. Oben kann ich dann Sync Quantize einstellen. Das steht jetzt auf Off, das heißt, das Arpeggio läuft los, sobald ich eine Taste drücke. Wenn ich hier einen Wert einstelle, läuft das Arpeggio erst auf dieser Zählzeit los, beziehungsweise auf der nächsten Zählzeit. Direkt darunter finden wir die Hold-Funktion. Bei Sync Off läuft das Arpeggio weiter, wenn ich die Taste loslasse. Und wenn ich nochmal eine Taste drücke, läuft es an der weitergelaufenen Stelle weiter. Das heißt, es läuft durchgängig, klingt aber nur, wenn die Taste gedrückt wird. Off heißt, ich drücke eine Taste, Arpeggio startet, ich lasse die Taste los, Arpeggio stoppt. Und On bedeutet, dass das Arpeggio im Loop weiterläuft, wenn ich eine Taste gedrückt habe. Beziehungsweise, wenn ich Loop ausschalte, läuft das einmal als One-Shot-Arpeggio durch. Dann gibt es die Funktion Play Only. Wenn ich die auf On schalte, wird bei einem Tastendruck nur der Arpeggiator gespielt. Wenn die auf Off ist, die Funktion, dann wird auch der normale Sound und der Ton der Taste gespielt. Das kann zum Beispiel mit einem Fix-Arpeggiator ganz interessant sein, wenn ich auf den unterschiedlichen Tasten dasselbe Arpeggio habe, aber unterschiedliche Tonhöhen. Auch wichtig ist das Change Timing. Das geht einmal in Realtime, das heißt, wenn ich eine Taste wechsle, wechselt auch das Arpeggio. Vorausgesetzt natürlich, ich habe kein Fixed Arpeggio. Wenn ich das auf Measure schalte, wird das Arpeggio erst nach dem nächsten Takt gewechselt, also immer auf der 1. Dann kann ich unten noch das Velocity Limit und das Note Limit einstellen. Das bezieht sich nur auf den Bereich, wo der Arpeggiator gestartet werden kann. Alles, was wir hier sonst noch einstellen können, machen wir in einem anderen Video, sonst wird das viel zu lang. Jetzt wechseln wir in den Individual-Bereich. Hier kann ich pro Part 8 unterschiedliche Arpeggios einstellen, kann die auswählen, kann die über die Szenen wechseln. Wir wählen jetzt für unseren Arp 1 unser Starlight Arp aus, was wir vorhin gespeichert haben. Und hier hören wir jetzt auch das Phänomen, was ich am Anfang beschrieben habe. Der Arpeggiator kann nur 16 einzelne Töne. Und alle Töne, die dann mehr kommen würden, schneidet er einfach munter ab und bleibt bei den ersten 16. Jetzt könnte man das Ganze natürlich tricksen, indem man das MIDI-File so vorbereitet, dass man 2 oder 3 MIDI-Files macht, jeweils immer nur die 16 Töne drin hat, dann Pausen und dann 2 Parts dafür opfert beispielsweise. Dann könnte man das auch mit einem Arpeggiator regeln. Auch wenn das jetzt nicht ganz perfekt funktioniert hat, wissen wir, wie man aus einem MIDI-File ein User-Arpeggio erstellt. Irgendwann werde ich euch auch mal zeigen, wie man das direkt am Gerät macht über den Rack-and-Play-Mode. Ich hoffe, ihr könnt etwas mitnehmen für euch und ihr hattet ein bisschen Spaß und bis nächste Woche. Tschüss!